Toby. Come Nehmen on, finde ich auch Toby. schön. We need the best nose in the British Empire on this case. Reden? I agree with you, Toby, Also. that Watson's shoe is preferable to Mrs. Hudson's cold cuts. Wahrscheinlich. Search, Toby. Ach, ich bin jetzt... Okay, ich bin jetzt der Hund. Auch schön. Jetzt können wir nach draußen. Kommen wir jetzt wohl in die Hütte? Sieht so aus. The intruders entered the shed for some reason when they were making off with the silverware. Okay, und dann nach hier. Ich schlafe ja auch schon halb ein. An den Brunnen. Ist doch die richtige Idee, dass das wichtig ist. The scent leads to the well. I should check it. Was steht denn bei dir nächste Woche so an? Irgendwas Interessantes? The intruder's trail is lost behind this wall. The criminals left the house through the French window. They walked to the shed, then across to the well, before fleeing by climbing over the wall. I wonder why they chose such a winding route. Aber helfen dir die Untertitel dann nicht tendenziell? Oder würden der englische dann reichen? So, wir Haken. This hook might be useful. Small gardening Werkzeugkasten. tools, nothing of great interest. Bags of seed. Some empty bags were recently moved. This old suitcase sounds hollow. It must be empty. Okay, wir haben den Haken. Brauchen wir für den Brunnen den Haken? Vielleicht, oder? There's something glittering at the bottom there, but how can I reach it? Silverware. This is hardly a coincidence. The Brackenstall coat of arms. It appears that we have found the stolen silverware. Suspicious. Einbruch führte zum Mord. Es steht fest, dass der Einbruch der Grund für den Mord war. Die Täter haben womöglich vor, später zurückzukehren und das versteckte Silberbesteck zu holen.
Inszenierter Einbruch. Der Einbruch könnte lediglich inszeniert gewesen sein, um eine Erklärung für den Tod von Sir Eustace zu liefern. Das versteckte Silberbesteck sollte dabei nicht gefunden werden. Mhm. The intruder's trail is lost behind this wall. Würde Englische reichen. Oh, okay. Brave Toby. The best nose in the British Empire. Spricht ja auch schon an sich für gute Englischkenntnisse, ne? Wird auch nicht jeder verstehen, nur mit englischen Untertiteln. So, erfragen, analysieren. Ich analysiere mal eben, vielleicht bringt mir das irgendwas. Let us see how the rope was cut. The fibers at the end of the rope are smoothly cut. Let us try to find out what tool was used to cut the rope. Ich tippe mal auf eine Schere. Ah, okay, never mind. The fibers from this cut appear to be different. The fibers from this cut appear to be different. Ist echt das Messer? If I cut the rope with a knife, it matches the original. Seemannshintergrund. Das Glockenseil wurde von einem scharfen Messer abgeschnitten und mit Seemannsknoten verknotet. Das könnte darauf hinweisen, dass der Täter Seemann ist oder war. Das stimmt. Ich kann jetzt eine Schlussfolgerung schon ziehen. Erfragen. Warte. Kann ich mit den Infos jetzt schon die Randall-Bande überführen? Nee, sind die ja meistens nicht. Deutsche Übersetzungen sind fast immer scheiße. Deswegen würde ich das typischerweise auch immer auslassen, sowas. Aber ich denke mir so für YouTube, für Leute, die kein Englisch können, ist das vielleicht ganz angenehm. We found your silverware, Lady Brackenstall. It had not been taken very far. Is that true? I am very thankful to you, Mr. Holmes. Your ladyship? Hä? We found your mistress's silverware. Oh, that's good news. You really are as clever as they say. Indeed. Was? Inspector, I have recovered the stolen silverware. You are a wizard, Mr. Holmes. And where is it? In the garden well. Excuse me? Unique, isn't it? Rather absurd. What is the point of stealing silverware and then throwing it down into a well? Perhaps it was used as a temporary hiding place, or simply the thieves wanted to get rid of it. It is up to us to solve this mystery.
keine Bekannten. Lady Brackenstall heiratete Eustace kurz nach ihrer Ankunft in London und verließ das Haus seitdem selten. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie oder ihre Dienstmagd Bekanntschaft mit irgendjemandem in England geschlossen hat, ist sehr gering. Lady Brackenstall kennt jemanden, der an Bord der Rock of Gibraltar war. Soll ich jetzt schon eine Oh, Entscheidung what a treffen? horrible thing. Please leave my Mary alone. Okay, welche Option haben wir? Wir sagen mal das. Das. Dann das. Und dann das. Und das. Das ließe zu mörderischer Besucher. Sir Eustace wurde von derjenigen Person getötet, die in der Tat nach zu Besuch in Abbey Grange war. Diese Person hat auch Lady Brackenstall an den Stuhl gefesselt. Es handelt sich höchstwahrscheinlich um einen Mann, der groß und kräftig ist. Besuch eines Seemanns. Die Person, die in der Tat nach zu Besuch in Abbey Grange war, ist oder war wahrscheinlich ein Seemann. Okay. Wenn ich das jetzt alles ändere, ne? Kriege ich dann noch irgendwas? Randall sind die Täter. Kann ich schon eine Entscheidung treffen? Ja, fuck off. Nö. Häuslicher Unfall. Das ist auch eine Option. Okay. Suchen Sie nach möglichen tatverdächtigen Seemännern. Im Archiv. Okay. Machen wir. Ah, Typstation. Ja, das klingt doch gut. Viel Spaß auf jeden Fall. Freitag steuern, das klingt ja auf jeden Fall spaßig. Ja gut, was gemacht werden muss, muss gemacht werden, ne? Gehört dazu. Das chinesische Essen war gut. Viel zu viel, so wie immer, aber sehr lecker. Bin mal gespannt, wobei nächste Woche bin ich ja gar nicht hier. Samstag, da weiß nicht, was die dann sich holen, keine Ahnung. So, Zeitungen. Ankunft der Rock of Gibraltar. Die Rock of Gibraltar, ein Frachtschiff der Reederei Adelaide Southampton-London-Linie, Cunard Building, James Street, London, ist nach einer 6-monatigen Reise zurückgekehrt, die sie nach Indien, Neuseeland und Australien geführt hat. An Bord des Schiffes reiste auch Miss Mary Fraser nach England, die Erbin der Familie Fraser, die Ländereien und Zinnbergwerke in Australien besitzt. Diese wunderhübsche junge Dame ist mit Sir Eustace Brackenstall verlobt, einem der wohlhabendsten Gentlemen in Kent. Here it is. Freitag macht ihr alle Steuern? So kollektiv, ist ja auch schön. The shipping company, the Adelaide Southampton London line, and its address. Interesting. It must be the place where they keep the records, including the one for the crew of the Rock of Gibraltar. I think that if you pretend you're from Scotland Yard, they'll give it to you without any problems. But I have another solution. I'll call in the specialist. Weekends, wa? Anscheinend? Warum denn anscheinend? Wiggins, could you come upstairs, please?
At your service, Mr. Holmes. I need a register, my young friend. If you could borrow it, there will be half a guinea for every one of you. I need the crew list of the Rock of Gibraltar in 1893 and their current employment. I'm straight on it, Mr. Holmes. Do you really think they'll find it, Holmes? My secret police is better than the Yard in many ways. Here it is, Mr. Holmes. But we can't take it back. It's too risky. Put it on the table. I'll take care of it. Good work, young Wiggins. Entgegen meiner Planung bin ich Mittwoch nicht mit meiner Oma unterwegs. Ich bin morgen mit Freddy im Ruhrpark. Ich bin Freitag grillen mit dem Vorstand. Und Samstag nehme ich mit einem Kumpel einen Podcast auf und abends sind wir bei Hendrik in Düsseldorf in der neuen Wohnung. Das ist so der Plan. This list shows the senior officers of the Rock of Gibraltar, on which Lady Brackenstall and her maid made their voyage. Lady Brackenstall does not know anyone in England. This must mean that someone on this list is our mysterious visitor. And these are the lists of the senior officers of the Adelaide, Southampton, London Line ships. Let us find out who was in London upon November the 7th. Okay, die noch nicht. Abfahrt in London, Ankunft in Australien. Abfahrt in London. Die waren hier. This list shows the senior Yeah. Mr. Jack Crocker was in London upon the date of the crime, and he is due to depart in 2 days. Der Podcast ist zusammen mit Julius. Mit dem habe ich kenne ich seit der Grundschule. Mit dem habe ich eine Zeit lang mal in der Band gespielt und wir haben im April 2012, das heißt diesen Monat vor genau 10 Jahren, unseren ersten Auftritt zusammen gehabt und darüber wollte er mit mir so einen Podcast machen und dann quatschen wir einfach mal irgendwie eine Stunde so über alles, was gewesen ist in der Zeit und so. Das ist so der Plan. Das wollte er Samstag machen. Die waren nicht hier. Die waren auch noch nicht hier. Das ist wieder die gleiche Liste. Genau, das ist so zu dem Podcast und so. Welcher Vorstand von Schnickschnack, von der Theatergruppe? Also erweiterter Vorstand, das ist ja nicht nur der. I do not think that this sailor has any connection to the case. Robert Whittington, William Partridge. This list. Ja, aber. I do not think that this. Ich mache das Mittwoch nicht mit meiner Oma, weil ihr das zu viel ist. Die ist halt im Moment sehr fertig. Und die überfordert das aktuell. Das heißt, ich mache das irgendwann anders mal mit ihr, auch wenn vielleicht jemand bei Opa dann bleiben kann. This officer is still at sea, therefore he cannot be involved. Ach, ich muss die alle abhaken. Okay, ja. Das habe ich verstanden. Okay. This officer is still at sea, therefore he cannot be involved. Genau, das heißt, ich fahre irgendwann anders mal mit meiner Oma dann einkaufen. Aber halt im Moment nicht. Ja, so voll ist die Woche in der Theorie gar nicht. Also das ist ja, also ich habe Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag ist in der Theorie halt nichts. Ich wollte Dienstagabend streamen, aber das war's. Southward. Und dann ist das quasi Freitag, Samstag sind Tage, die halt relativ voll sind.
Ich bin im erweiterten Vorstand, ja, das ist This officer is still at sea, therefore he cannot be Das ist involved. kein, diese Posten gibt es in der Theorie nicht, die haben wir in unserer Gruppe quasi dazu geschrieben, um den Vorstand zu entlasten und ich kümmere mich um die interne This officer was Mitgliederbetreuung. on a ship that sailed half a month ago. He wasn't in London at the time of the crime. Das heißt, ich gucke, dass die Mitgliedsbeiträge gezahlt werden. Ich kümmere mich um Mitgliedervorverkäufe, Zahlungseingänge für Theaterwochenenden, das findet jetzt halt alles nicht statt. Und so, ich verschicke die Jubiläumskarten, das heißt, wenn jemand runden Geburtstag hat und so, dann kriegt er eine Grußkarte von uns, die verschicke ich und so weiter. Das sind so meine Aufgaben. This Ich habe officer zwar, was on a ship that sailed half a month ago. He wasn't in London at the time of the crime. ich habe Captain Jack Crocker Ja. is our mysterious visitor. He was the only one around at the time of the murder. Ich habe zwar vor einem Monat, anderthalb, bin ich gefragt worden, ob ich in den richtigen Vorstand gehen will, habe ich aber Nein gesagt. Kassenwart, na, nicht so krass, nee. Das war der Job, den die mir angeboten haben. Das heißt nicht Kassenwart, das heißt, bei uns heißt das, das heißt irgendwie anders. Schatzmeister heißt das bei uns. Aber das habe ich halt abgelehnt. So viel ist es gar nicht. Das ist einmal im Jahr gucken, dass alle Beiträge reinkommen, die Leute erinnern. Crocker, do you think... It would be interesting to meet him. Our young friend should be able to find him. Also so aufwendig ist es gar nicht, das geht eigentlich. Und eben weil ich nicht mehr Arbeit haben wollte und nicht mich mehr in die Verantwortung reinziehen lassen wollte, habe ich halt abgelehnt, unter anderem deswegen. Wiggins, could you find a way to bring this Captain Crocker here to us? Here? Holmes, that could be dangerous. No problem, Mr. Holmes. Ich habe ja auch noch Verantwortlichkeiten bei der Band und so. Finanzen und Steuern und sowas. Mr. Holmes, I was informed that you were looking for me, and I'd like to know why. Yes, it is important that we talk. You will soon understand why. Ich habe irgendwas im Auge. Nee. Ja, an sich hätte ich zwar auch irgendwie Bock auf den Job gehabt, aber ich weiß nicht, was mit meinem Master ist, ich weiß nicht, wo ich lande, ich weiß, wie aufwendig das wird. Ich habe noch andere Verantwortungen in der Band, ich will ja auch Stream-Zeit dafür haben und so, deswegen nicht der richtige Zeitpunkt, glaube ich. Aktuell. Vielleicht irgendwann mal. We'll see. Okay, ehrlich. Ups. Kräftiger Körperbau. An den Händen ist nichts. Das überrascht mich aber. Zeitungstinte. Ja, da gehe ich auch von aus, dass sich die Gelegenheit nochmal ergeben wird. Irgendwann mal, wenn es dann vielleicht besser passt. Warum du nicht im Katz bist? Ist das der Vorstand bei euch bei der DLG oder? Was meinst du mit Katz? Saubere Stiefel. Ah, das Messer. Oh. Interesting. You are acquainted with Lady Mary Brackenstall, are you not? Yes, I think I do remember her from when I was first officer, but I still don't see. It seems your relationship
went beyond that of mere passenger and first officer. How dare you? Indeed, how reckless a feeling is love, particularly if one is prepared to commit a murder in its name. Explain yourself this instant. You are aware that the murder made the headlines of the morning press. You read the newspaper report, but to your dismay, found it much fabricated. Once you learned that I wanted to see you, you came straight away. You needed to know what I had found. You... and what do you know? That evening, you were with Lady Brackenstall, despite the danger. I'm not afraid, Mr. Holmes. Besides, all of this is just guesswork. You would be right, if there was no evidence. What then? Ah, Katastrophenschutz. Okay. Und da bist du nicht drin, weil du auch den Aufwand nicht willst, oder was? Oder weil du auch meinst, du willst halt irgendwie mehr Freizeit haben, mehr Zeit für dich haben und so? Lady Brackenstall was tied to a chair on the night of the murder. And it was you who tied her up. You call that evidence? Yes, as she was tied with a sailor's knot. Your handiwork. So, it's a sailor who's done it. That proves nothing, Mr. Holmes. I'm not the only sailor in London right now. Your theory is flawed anyway. On the night of the murder, I was aboard the Sharp. I was supervising the repair of a porthole. At night? It was an emergency. There was a leak. You can ask the ship's carpenter. He can confirm. I'm sure that he can. Perfect. In that case, we have nothing more to talk about. Good evening, gentlemen. Holmes, what should we do now? Would you like to check his alibi? No, there is no doubt that these men will testify in his favor, and there will be no way to check. So, what then? So, we must work with what we have. We have all the puzzle pieces. Now I understand why you dissected the bell rope. Mhm. Kann ich voll verstehen. Kann ich voll nachvollziehen. Crockers Mitschuld. Crocker lügt, seine Mitschuld ist offensichtlich. Er erschien sofort, als er gehört hatte, er erschien sofort, als ich gehört habe, dass ich nach ihm suche. Das deutet auf seine Schuld hin. Camp Crocker war zur Tatzeit an Bord der Sharp. Er hatte keine Angst, sich mit mir zu treffen und wirkte selbstbewusst. Ich habe alle Hinweise gefunden. So, ich glaube, dass es so ist. Ich weiß es aber natürlich nicht. Ich tippe aber mal da drauf. Ich glaube nicht, dass es die Reynolds sind. Das wäre zu einfach. Dagegen spricht diese Silberbesteck-Wegwerf-Geschichte. Ich das jetzt einfach mal so. Sir Eustace wurde von der Person getötet, die zu Besuch war. Er ist groß gewachsen und wendig, so wie ein hochrangiger Seemann. Jack Crooker ist ein Mörder und sie werden ihn und seine Komplizin Lady Blackstone zur Rechenschaft ziehen. Die Tat wurde in Notwehr begangen. Jack Crooker wollte lediglich eine Frau vor einem gewaltigen und trunksüchtigen Mann beschützen. Der Fall wäre damit gelöst. Also sie werden die Details für sich behalten. Ich könnte ja verstehen, wenn es Notwehr gewesen wäre, falls es überhaupt richtig ist, wenn sie danach nicht den Einbruch fingiert hätten. Wenn das richtig ist. Deswegen würde ich auch hier erstmal wieder keine Gnade nehmen. Weil, wie gesagt, ich glaube, also das Einzige, was mich stört, ist der Umstand, dass sie, wenn das so ist, dann noch den
Einbruch gestellt haben. Deswegen nehme ich mal das. Gucken, ob es stimmt. Wiggins, could you ask Mr. Crocker to come here again, please? Right away. Why did you make me come here again, Mr. Holmes? It is over. I know that it was you who killed Sir Eustace Brackenstall. What? I know, because of the height at which the rope was cut. The knife used was a sea knife, the knots were sailor's knots, and not least the sheer force that was put behind the killing blow. And because you are the only one who knows Lady Mary Brackenstall in London. And because you love her. It's true. It is time for you to tell us the whole truth. I admit that I loved Mary madly from the first day that I met her. But I never did come to visit her, for I believed that she was in a happy household. When I talked to her maid, who told me everything, I was insane with rage. I was due to set sail for 6 months away. I wanted only to see her again. But it turned into a damnable nightmare when he barged in. He dared raise his hand to her. He was not even worthy of licking her boots. Oh, I regret nothing. I admit I killed the monster out of love for her. She will forgive me if she is able. Lady Brackenstall already forgave you. She said nothing. Mary. But that makes her an accomplice as well as her maid. It places her in danger yet again. Mr. Holmes. You would not have managed to protect her. Till I die, do you hear me? Here is a letter that sets everything clear. And it is the one that should be disclosed to the police. I am the only culprit. Mary had nothing to do with it. Now it is time to end this. Oh Gott im Himmel. Das klingt nicht gut. Okay. Quicktime Events, Hilfe. You should have let me die. How can I live if Mary suffers? I am sorry, Captain Crocker, but there has been quite enough death in this case. Inspector, I give you Sir Eustace's killer. He tried his best to perform his own justice. Well, I'm not surprised. Yes, it was me. I confess. Here is a piece of evidence that can be used in court. Perfect. A case that went smoothly for once. True. Ich meine, er hat ja gestanden, das ist keine Überraschung, dass wir richtig gelegen haben. Alle Hinweise gefunden. Persönlichkeitseinstufung gewissenhaft. Nice. Das war dann schon Fall Nummer 4. Cool.